Hallo und herzlich willkommen im ZDG Kochstudio. Ich bin Rahel und ich koche heute für euch, beziehungsweise ich backe heute für euch ein super lecker, luftig, knuspriges Walnuss-Dinkelbrot. Für ein ganz besonderes Aroma kommen da auch noch Gewürze rein, nämlich Fenchel, Koriander und Kreuzkümmel. Und fürs Brotbacken verwende ich auch einen Garkorb und schließlich wird das Brot in einem Gusseisentopf im Ofen gebacken. Und wie das Ganze geht, zeige ich euch jetzt. Zuallererst bereite ich den Hefestarter zu. Dafür verwende ich hier gefrorene Hefe. Die hatten wir mal eingefroren, weil wir Frischhefe übrig hatten. Und damit die gut bleibt, kann man die ja einfrieren. Das Wichtige ist einfach, dass man beim Auftauen darauf achtet, dass die Hefe nicht zu schnell auftaut und dass sie auch nicht zum Beispiel über Nacht auftaut, weil sonst verliert sie ihre Kraft, wenn man das zum Beispiel über 8 Stunden auftauen lässt. Also am besten 1 bis 1,5 Stunden vorher aus dem Tiefkühler nehmen und langsam auftauen lassen. Dann gebe ich die Hefe in eine kleine Schüssel und lauwarmes Wasser kommt hier dazu und auch Birnendicksaft. Das verleiht dem Brot natürlich auch ein super leckeres Aroma in Kombination mit den anderen Zutaten. Einmal alles verrühren. Den Hefestarter decke ich dann mit Folie ab und lasse ihn 10 Minuten stehen. Danach geht es gleich weiter. Für den Teig vermenge ich das Vollkorn-Dinkelmehl zusammen mit dem hellen Dinkelmehl, den Gewürzen, also Kreuzkümmel, Korianderpulver und Fenchelpulver. Dann kommt Salz dazu und dann vermenge ich einmal alles kurz und mache mit den Händen so eine Mulde in die Mitte. Da kommen jetzt die Flüssigkeiten rein. Einmal lauwarmes Wasser, frischen Zitronensaft, und den Hefestarter. Da haben sich schon ganz kleine Bläschen gebildet. Daran sieht man, dass die Hefe aktiv ist. Und jetzt vermenge ich das Ganze zu einem Teig. Dann kommen noch die gehackten Walnüsse dazu. Und die knete ich jetzt auch hier mit rein. So, und das war auch schon die letzte Zutat für unser Brot. Jetzt geht es nur noch um die Technik. Und zwar ist der nächste Schritt 10 Minuten kräftig kneten, bis ein geschmeidiger Teig entsteht. Das am besten auf einer bemehlten Arbeitsfläche. Auch ein gutes Oberarmmuskeltraining. Und auch für die Fingermuskeln ist das ein Workout. So, nach dem Kneten kommt der Teig wieder zurück in die Schüssel. Dann bedecke ich diese mit einem feuchten Küchentuch. Und dann kommt dieser Teig an einen warmen Ort zum Aufgehen. Ihr könnt die Schüssel entweder bei einer Heizung hinstellen oder an einem warmen Sommertag einfach in der Küche stehen lassen. Und ich zeige euch heute die Variante, wo ich den Ofen vorgeheizt habe auf 50 Grad Celsius. Dann ein paar Minuten habe ich den abkühlen lassen, damit die Temperatur im Ofen nicht mehr 50 Grad ist, sondern ungefähr 35. Dann kommt die Schüssel hinein. Dann schließe ich den Ofen, aber nicht ganz, sondern gebe einen Kochlöffel hier rein, damit ein kleiner Spalt entsteht und die Luft zirkulieren kann. Der Teig darf jetzt 2 Stunden lang aufgehen. So, 2 Stunden sind rum und wir schauen mal, wie der Teig aussieht. Wow, er ist ganz schön aufgegangen. Und ja, diesen Teig gebe ich jetzt auf eine bemehlte Arbeitsfläche, ganz vorsichtig.
Und dann forme ich den Teig auch hier wieder vorsichtig. Wir wollen den nicht kneten, denn sonst geht die Luft auch wieder raus. Also einfach solche Drehbewegungen auf der Arbeitsplatte machen. Dann als nächstes nehme ich das Gärkörbchen und da kommt jetzt ordentlich viel Mehl rein, damit der Teig auch auf keinen Fall dann am Gärkörbchen klebt. So, dann kommt der Teig hier so rein. Dann nochmal mit dem Tuch abdecken und bei Raumtemperatur 30 Minuten gehen lassen. Während das Brot im Garkörbchen noch aufgeht, habe ich schon mal den Ofen vorgeheizt auf 240 Grad Ober-Unterhitze und den Brattopf hineingegeben, damit der auch schon heiß wird. Hier habe ich einen Kreis ausgeschnitten aus Backpapier und was ich jetzt mache, ist mit einer Schere hier einschneiden, sodass ich nachher das Brot hier drauf geben kann und in den Brattopf hineinsetzen kann. Wie weit das ich hier einschneide, das kommt natürlich auf euren Brattopf drauf an. Bei mir sind das ungefähr 8 cm. Nehme ich das Brot und stürze es hier auf das Backpapier. Wow! Ich kann hier auch noch das Mehl ein bisschen zur Seite geben, einfach so ein bisschen. Und dann auch hier im oberen Teil vom Brot so ein bisschen mit einem Messer einstechen. Das gibt ein schönes Muster. Dann hole ich den Brattopf aus dem Ofen. An dieser Stelle Vorsicht, der ist sehr, sehr heiß. Das Brot mit dem Backpapier in den heißen Topf. Perfekt. Dann kommt der Deckel drauf und der Topf für 25 Minuten in den heißen Ofen. Nach 25 Minuten Backzeit nehme ich den Deckel ab und lasse das Brot noch für 15 bis 20 Minuten fertig backen. Nachdem ich das Brot aus dem Ofen genommen habe, habe ich es noch im Topf etwas auskühlen lassen und jetzt gebe ich es auf ein Gitter, damit es noch vollständig auskühlen kann. Wow, sieht es nicht wunderschön aus und genauso schmeckt es auch so richtig lecker. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Nachbacken. Drückt auf jeden Fall den Daumen hoch, abonniert unseren Kanal und wir sehen uns dann bald wieder hier im ZTG Kochstudio. Bis dann. Ciao, ciao.